Guten Tag an alle, ich bin Peter und herzlich willkommen bei Wow Spoken German. Adele, heute haben wir ein sehr spannendes Thema für unsere Zuhörer, oder? Ich freue mich wirklich sehr auf diese Folge. Guten Tag, liebe Zuhörer. Ich bin Adele und ja, Peter, heute ist ein wirklich tolles Thema. Wir sprechen heute über etwas, das jeder braucht, wenn er in Deutschland unterwegs ist. Seid ihr neugierig? Wisst ihr schon, was das ist? Heute sprechen wir über das Fragen nach dem Weg auf der Straße. Das ist so wichtig, wenn man in einer neuen Stadt ist. Stellt euch vor, ihr seid in Berlin, Hamburg oder München. Ihr kennt die Stadt nicht. Ihr habt vielleicht kein Internet auf eurem Handy. Was macht ihr dann? Ihr fragt jemanden auf der Straße. Das ist ganz normal in Deutschland. Die Menschen helfen gerne, wenn man höflich fragt. Und genau das üben wir heute zusammen mit euch. Wir werden euch alles zeigen, was ihr braucht. Bist du bereit, Peter? Natürlich bin ich bereit. Also, liebe Zuhörer, hört gut zu. Wir spielen heute eine kleine Szene für euch. Stellt euch vor, ich bin ein Tourist in Frankfurt. Es ist mein erster Tag in der Stadt. Ich suche den Hauptbahnhof. Adele spielt eine freundliche Frau auf der Straße. Seid ihr bereit? Das klingt wunderbar. Ich freue mich darauf. Und denkt daran, liebe Zuhörer, ihr könnt mitspielen. Wenn Peter etwas auf Deutsch sagt, könnt ihr es leise nachsprechen. Das ist eine tolle Übung für euch alle. Also, los geht es mit unserer ersten Szene. Entschuldigung, entschuldigen Sie bitte. Ja? Kann ich Ihnen helfen? Sie sehen ein bisschen verloren aus. Ja, bitte. Ich suche den Hauptbahnhof. Ich bin hier neu und kenne mich nicht so gut aus. Können Sie mir helfen? Ich habe leider auch keinen Empfang auf meinem Handy. Aber natürlich, kein Problem. Der Hauptbahnhof ist nicht weit von hier. Machen Sie sich keine Sorgen. Gehen Sie diese Straße geradeaus, etwa 5 Minuten. Geradeaus? Also immer in diese Richtung hier? Ich zeige mal mit meinem Finger. Genau, immer geradeaus in diese Richtung. Dann sehen Sie auf der linken Seite eine große Kirche. Die Kirche ist sehr alt und sehr schön. Sie ist aus rotem Stein gebaut. Sie können sie wirklich nicht übersehen. Eine Kirche auf der linken Seite, aus rotem Stein. Gut, das merke ich mir. Und dann? Was kommt nach der Kirche? Nach der Kirche biegen Sie rechts ab. Dann gehen Sie noch etwa 3 Minuten geradeaus. Und dann sind Sie direkt vor dem Hauptbahnhof. Es ist wirklich nicht schwer. Der Weg ist sehr einfach. Das klingt gut. Also geradeaus, dann links die Kirche sehen und dann rechts abbiegen. Habe ich das richtig verstanden? Kann ich das so wiederholen? Ja, genau richtig. Sie haben es perfekt verstanden. Noch eine kleine Sache dazu. Der Hauptbahnhof ist ein sehr großes Gebäude. Sie können ihn wirklich nicht übersehen. Er ist sehr beeindruckend und sehr modern. Und über dem Eingang steht groß Hauptbahnhof geschrieben. Vielen Dank. Das war sehr nett von Ihnen. Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Ich fühle mich jetzt viel besser. Gern geschehen. Das ist doch selbstverständlich. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag in Frankfurt. Genießen Sie die Stadt. Frankfurt ist wirklich schön. Danke sehr. Das werde ich bestimmt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und gute Reise. Viel Spaß in Frankfurt. So, liebe Zuhörer, habt ihr das gut gehört? War das nicht eine tolle kleine Szene? Wir haben heute sehr wichtige Wörter und Sätze gehört. Lasst uns kurz zusammenfassen, was wir in dieser ersten Szene gelernt haben. Ja, das ist eine super Idee, Peter. Also, das erste sehr wichtige Wort ist Entschuldigung oder entschuldigen Sie. Das sagen wir, wenn wir jemanden ansprechen möchten. Es ist höflich und sehr wichtig. Kennt ihr dieses Wort schon? Schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns immer sehr über eure Kommentare. Wirklich. Und dann haben wir Ich suche gehört. Das ist ein sehr nützlicher Satz. Ich suche den Bahnhof, ich suche das Hotel, ich suche die Apotheke, ich suche das Museum. Ihr könnt diesen Satz für alles benutzen. Wunderbar. Und dann haben wir Richtungsangaben gehört. Das sind Wörter, die uns zeigen, wohin wir gehen sollen. Geradeaus bedeutet, ihr geht immer in dieselbe Richtung, ohne abzubiegen. Könnt ihr geradeaus nachsprechen? Macht es laut. Geradeaus. Und dann haben wir links und rechts gehört. Links ist die Seite, auf der euer Herz ist. Rechts ist die andere Seite. Das ist ganz einfach zu merken. Links, Herz. Legt mal eure Hand auf euer Herz. Das ist links. Das vergisst ihr nie mehr. Das ist ein super Trick, Peter. Ich liebe das. Und abbiegen bedeutet, wir ändern unsere Richtung.
Rechts abbiegen bedeutet, wir gehen nach rechts. Links abbiegen bedeutet, wir gehen nach links. Habt ihr das verstanden? Schreibt Ja in die Kommentare, wenn ihr es verstanden habt. Perfekt erklärt, Adele. Jetzt möchte ich euch noch ein paar mehr nützliche Sätze zeigen. Diese Sätze könnt ihr wirklich jeden Tag in Deutschland benutzen. Der erste neue Satz ist, wie weit ist es? Das fragt ihr, wenn ihr wissen wollt, ob etwas nah oder weit entfernt ist. Sehr gut. Und dann gibt es, wie lange dauert es zu Fuß? Das fragt ihr, wenn ihr wissen wollt, wie viele Minuten ihr laufen müsst. Zu Fuß bedeutet, dass ihr geht und nicht mit dem Bus oder der Straßenbahn fahrt. Zu Fuß gehen ist oft sehr schön in deutschen Städten. Genau. Zu Fuß gehen ist toll, besonders wenn die Stadt schön ist. Und deutsche Städte sind wirklich oft sehr schön. Aber manchmal ist ein Ziel zu weit zum Laufen. Dann fragt ihr, gibt es hier eine Bushaltestelle in der Nähe? Oder gibt es eine U-Bahn-Station hier in der Nähe? Oh, das sind wirklich tolle Sätze. Liebe Zuhörer, schreibt diese Sätze auf, macht euch Notizen. Das hilft wirklich beim Lernen. Habt ihr schon einmal jemanden auf Deutsch nach dem Weg gefragt? Schreibt eure Erlebnisse in die Kommentare. Wir möchten alles davon hören. Ja, wir möchten eure Erfahrungen hören. Deutsch lernen macht viel mehr Spaß. Wenn man echte Erlebnisse teilt. Adele, sollen wir noch eine kleine Szene spielen? Ich denke, unsere Zuhörer möchten mehr hören und noch mehr Beispiele sehen. Natürlich. Ich habe noch eine Idee für eine neue Szene. Diesmal suche ich etwas und du hilfst mir. Es ist eine andere Situation, also andere Wörter und andere Sätze. Ist das okay, Peter? Aber natürlich. Ich helfe dir gerne. Also, diesmal spiele ich einen Einheimischen, jemanden, der die Stadt sehr gut kennt. Ich kenne jeden Winkel der Stadt. Und Adele ist die Touristin, die Hilfe braucht. Los geht es mit unserer zweiten Szene. Entschuldigung. Sprechen Sie Deutsch? Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Ja, natürlich. Kein Problem. Ich helfe Ihnen gerne. Was suchen Sie? Oh, wie schön. Vielen Dank. Ich suche die nächste Apotheke. Ich fühle mich nicht so gut und brauche Medikamente. Wissen Sie, wo eine Apotheke ist? Ich hoffe, es ist nicht so weit. Oh, das tut mir leid. Ich hoffe, es geht Ihnen bald besser. Ja, ich weiß genau, wo eine Apotheke ist. Es gibt eine ganz in der Nähe, also wirklich nicht weit. Gehen Sie diese Straße hier zurück, etwa 2 Minuten. Zurück? Also in die Richtung, aus der ich gekommen bin? Die Straße, auf der ich gerade gegangen bin? Genau richtig. Zurück in diese Richtung. Dann sehen Sie auf der rechten Seite einen großen Supermarkt. Der Supermarkt heißt Rewe und hat ein rotes Schild. Das ist sehr einfach zu sehen. Einen Supermarkt mit einem roten Schild. Rewe. Gut, ich kenne Rewe. Und dann, was kommt nach dem Supermarkt? Direkt neben dem Supermarkt ist die Apotheke. Die Apotheke hat ein grünes Kreuz an der Wand oder über dem Eingang. Das ist das Symbol für alle Apotheken in Deutschland. Das grüne Kreuz leuchtet auch oft, also ist es leicht zu finden, auch wenn es dunkel ist. Ein grünes Kreuz. Das ist ja sehr praktisch. Das weiß ich jetzt für immer. Also zurückgehen, rechts den Rewe sehen und die Apotheke ist direkt daneben. Hab ich das richtig? Perfekt, genau richtig. Die Apotheke ist bis 18 Uhr geöffnet, also haben Sie noch etwa 2 Stunden Zeit. Das reicht gut. Ich hoffe, es geht Ihnen bald viel besser. Danke. Das ist sehr freundlich und nett von Ihnen. Sie haben mir sehr geholfen. Ich fühle mich schon etwas besser, weil ich jetzt weiß, wohin ich muss. Gern geschehen. Das ist doch selbstverständlich. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Auf Wiedersehen und herzlichen Dank. Wunderbar. Das war unsere zweite Szene für heute. Habt ihr das grüne Kreuz gekannt, liebe Zuhörer? In Deutschland hat jede Apotheke ein grünes Kreuz. Das ist sehr wichtig zu wissen. Wenn ihr krank seid oder Medikamente braucht, sucht einfach das grüne Kreuz. Das ist euer Freund. Und wir haben in dieser zweiten Szene auch neue Wörter gehört. Zurück bedeutet, wir gehen in die Richtung zurück, aus der wir gekommen sind. Es ist sozusagen das Gegenteil von weiter geradeaus. Versteht ihr das? Und wir haben neben gehört. Neben bedeutet, dass etwas direkt an der Seite von etwas anderem ist. Die Apotheke ist neben dem Supermarkt. Das ist eine sehr nützliche Präposition auf Deutsch. Präpositionen sind kleine Wörter mit großer Bedeutung. Andere nützliche Wörter für Wegbeschreibungen sind gegenüber, das bedeutet auf der anderen Seite der Straße.
Wenn die Post gegenüber dem Café ist, dann schaut ihr rüber auf die andere Straßenseite und da ist die Post. Ist das klar? Sehr gut erklärt. Und dann haben wir noch hinter. Das bedeutet auf der Rückseite von etwas. Der Park ist hinter dem Rathaus und vor bedeutet vor einem Gebäude. Das Hotel ist direkt vor dem Bahnhof. Diese kleinen Wörter sind so wichtig. Perfekt, Peter. Ihr seht, wie viele nützliche Wörter es gibt. Aber keine Angst, ihr müsst nicht alle auf einmal lernen. Fangt mit den einfachsten an. Geradeaus, links, rechts. Das reicht schon für den Anfang. Und dann lernt ihr Schritt für Schritt mehr. Genau. Schritt für Schritt. Deutsch lernen ist wie ein langer Spaziergang durch eine schöne Stadt. Man muss nicht rennen. Man geht einfach Schritt für Schritt und genießt den Weg. Jeden Tag lernt ihr ein bisschen mehr. Das ist ein so schönes Bild, Peter. Mir gefällt das sehr. Liebe Zuhörer, ich möchte euch jetzt etwas fragen. Wenn ihr in Deutschland seid und jemanden nach dem Weg fragt und die Person spricht sehr schnell, was macht ihr dann? Schreibt eure Antwort in die Kommentare. Das ist wirklich eine wichtige Situation. Und wir haben die Antwort für euch. Ihr könnt sagen, könnten Sie bitte langsamer sprechen? Das bedeutet, ihr bittet die Person langsamer zu reden. Die meisten Menschen verstehen das sofort und helfen sehr gerne. Oder ihr könnt sagen, könnten Sie das bitte wiederholen? Das bedeutet, ihr möchtet, dass die Person das noch einmal sagt. Das ist total normal und vollkommen in Ordnung. Auch Deutsche fragen manchmal, ob jemand etwas wiederholen kann. Absolut. Und keine Angst, wenn ihr nicht alles versteht. Die meisten Menschen in Deutschland sind sehr geduldig und wirklich hilfsbereit. Besonders wenn sie sehen, dass ihr versucht, Deutsch zu sprechen. Das schätzen die Deutschen wirklich sehr. Das stimmt so sehr. Die Deutschen freuen sich, wenn Touristen versuchen, ihre Sprache zu sprechen. Auch wenn ihr nur ein paar Wörter sagt, das macht einen riesengroßen Unterschied. Also, traut euch, sprecht Deutsch, macht den Mund auf und redet. Ja, traut euch und macht Fehler. Fehler sind normal beim Lernen. Kein Mensch auf der Welt lernt eine Sprache ohne Fehler. Fehler sind eure besten Freunde. Sie zeigen euch genau, was ihr noch lernen könnt. Ohne Fehler kein Fortschritt. Das ist so wahr und so wichtig. Ich denke, wir sollten jetzt noch einmal alle wichtigen Sätze für unsere Zuhörer zusammenfassen. Was denkt ihr? Sind alle bereit für die große Zusammenfassung? Ja. Also, liebe Zuhörer, hier kommen alle wichtigen Sätze noch einmal. Sprecht sie laut nach, wirklich laut. Das ist die allerbeste Übung. Euer Mund muss Deutsch lernen, nicht nur euer Kopf. Der erste Satz. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Das sagt ihr, wenn ihr jemanden um Hilfe bitten möchtet. Dieser Satz öffnet jedes Gespräch auf der Straße. Merkt ihn euch gut. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Der zweite Satz. Ich suche den Hauptbahnhof oder ich suche die Apotheke oder ich suche das Hotel. Ihr ändert einfach das letzte Wort je nachdem, was ihr sucht. Das ist so ein nützlicher Satz. Der dritte Satz. Wie weit ist es? Das fragt ihr, wenn ihr wissen möchtet, ob etwas nah oder weit entfernt ist. Eine kurze, einfache Frage mit sehr nützlicher Antwort. Der vierte Satz. Wie lange dauert es zu Fuß? Das fragt ihr, wenn ihr zu Fuß gehen möchtet und wissen wollt, wie viele Minuten es dauert. Der fünfte Satz. Könnten Sie bitte langsamer sprechen? Das sagt ihr, wenn jemand zu schnell für euch spricht. Keine Scheu. Das ist vollkommen normal. Alle Sprachlernenden kennen diese Situation. Und der sechste Satz. Könnten Sie das bitte wiederholen? Das sagt ihr, wenn ihr etwas nicht verstanden habt und es noch einmal hören möchtet. Diese 6 Sätze sind euer Werkzeugkoffer für die Straße in Deutschland. Wunderbar. Das sind 6 tolle Sätze, die ihr sofort benutzen könnt. Habt ihr sie alle aufgeschrieben? Wenn nicht, spult das Video zurück und schreibt sie auf. Es lohnt sich wirklich sehr. Diese Sätze werden euch helfen. Und jetzt, liebe Zuhörer, haben wir eine kleine Hausaufgabe für euch. Stellt euch vor, ihr seid in München. Ihr sucht den Englischen Garten. Das ist ein sehr bekannter und wunderschöner Park in München. Wie würdet ihr jemanden auf der Straße fragen? Schreibt euren ganzen Satz in die Kommentare. Das ist eine tolle Aufgabe. Wir lesen wirklich alle Kommentare und freuen uns über jede einzelne Antwort. Eure Antworten helfen auch anderen Lernenden, die unsere Kommentare lesen. Also schreibt. Jeder Kommentar ist wertvoll. Genau.
Unsere Community ist so toll und so aktiv. Wir helfen uns gegenseitig. Das ist das Schönste am Deutschlernen mit Wow Spoken German. Wir sind eine Familie von Deutschlernenden aus der ganzen Welt. Ich liebe, wie aktiv alle sind. Unsere Zuhörer schreiben wirklich viele tolle Kommentare und sie helfen sich auch gegenseitig in den Kommentaren. Wenn jemand eine Frage hat, antwortet oft ein anderer Lernender. Das ist wirklich wunderschön und macht mich sehr glücklich. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut es jetzt. Drückt auf den Abonnieren-Knopf und auf die Glocke. So bekommt ihr eine Nachricht, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen und ihr verpasst keine einzige Folge von Wow Spoken German. Ja, jede Woche machen wir neue Folgen für euch. Jede Folge hat ein anderes Thema. Immer nützlich, immer interessant, immer auf Deutsch. Wir wollen, dass ihr wirklich Deutsch lernt und gleichzeitig Spaß dabei habt. Das ist unser Versprechen und unser Ziel. Bevor wir für heute aufhören, möchte ich noch etwas Wichtiges sagen. Deutsch lernen braucht Zeit, das ist normal. Habt Geduld mit euch selbst. Ihr macht das toll. Jeder Tag, an dem ihr etwas auf Deutsch lernt oder hört, ist ein Erfolg. Seid stolz auf euch. Das ist so eine schöne und wichtige Botschaft, Peter. Ich stimme dir völlig zu. Liebe Zuhörer, ihr seid auf dem absolut richtigen Weg. Hört weiter unsere Folgen. Übt jeden Tag ein bisschen, auch wenn es nur 5 Minuten sind. Und bald werdet ihr euch sicher auf Deutsch unterhalten können. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wir antworten sehr gerne auf eure Fragen. Eure Fragen helfen uns auch, bessere und nützlichere Folgen für euch zu machen. Also, keine Scheu, fragt alles, was ihr wissen möchtet. Genau. Wir sind hier für euch, immer. Das ist unser Versprechen an euch alle. Okay, Peter, ich denke, es ist Zeit, uns für heute zu verabschieden, oder? Die Zeit fliegt wirklich so schnell. Ja, leider ist unsere heutige Folge schon fast zu Ende. Aber keine Sorge, wir sind nächste Woche wieder da für euch. Dann haben wir wieder ein neues spannendes Thema. Wir freuen uns schon sehr darauf. Wir freuen uns wirklich sehr auf das nächste Mal. Liebe Zuhörer, übt bis dahin die Sätze von heute. Fragt jemanden nach dem Weg, auf Deutsch natürlich. Oder übt zu Hause vor dem Spiegel. Beides ist sehr gut und sehr hilfreich. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr seid wirklich die allerbesten Zuhörer, die man sich wünschen kann. Wir sehen uns nächste Woche bei Wow Spoken German. Tschüss und bis bald. Tschüss, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal und ganz viel Spaß beim Deutschlernen. Macht weiter so, ihr seid großartig.